Schaut euch einmal dieses Ding an. Das hier ist eine absolute Legende. Ein Pinot de Charente von 1951, 75 Jahre Zeit im Glas. Kostenpunkt, ja, so um die 700 €. Es ist der François Premier von der Domaine de Gatineau. Es gibt kaum Informationen darüber, aber wir lüften heute das Geheimnis. Und gleichzeitig haben wir ja heute eine Premiere, denn es ist das erste Mal, dass ich hier einen Pinot de Charente für euch im Review habe. Denn es ist immer etwas schwieriger, Pinot de Charente als Sample erstens zu bekommen und dann natürlich auch die entsprechend, ja, dass die sich gut halten in den kleinen Gläschen. Es ist jetzt hier in dem Fall so gewesen, dass ich diesen Pinot beim Armagnac Festival in Stuttgart gesehen habe und natürlich habe ich ihn probiert und Clément von L'Hérault hatte diese Flasche dabei und ich habe gesagt, Clément, bitte lass mich ein bisschen was von diesem wunderschönen Pinot abfüllen. So viel kann ich schon mal sagen, es ist ein unglaublicher Pinot. Lass mir da was mitgeben und dann mache ich dazu ein Review und das hat er gemacht. Vielen Dank nochmal, Clément, an der Stelle, falls du das Review hier siehst. Es ist wirklich eine traumhafte Abfüllung, es ist wirklich was ganz Besonderes und ich freue mich ungeheim jetzt hier auf das Tasting dann gleich mit euch zusammen. Natürlich schauen wir aber auch ganz kurz einmal auf diese wunderschöne Flasche. Dieser alte Stil von den François Premier Abfüllungen ist schon sehr besonders, ganz toll gemacht. Und leider kann ich euch nicht so viele Informationen jetzt zu diesem Pinot de Charente heute geben. Lediglich bekannt ist, dass er von der Domaine de Gatineau hergestellt wurde und zwar im Jahr 1951, 2026 kam er in die Flasche. Wie lange er im Fass war, kann ich euch an der Stelle leider auch nicht sagen. 75 Jahre ist er somit alt, also mal rein von dem Destillationsdatum bis zur Abfüllung in der Flasche. Und wir haben hier die 75 cl Flasche, natürlich keine Zusätze drin. Der Alkoholanteil liegt bei 17%. Wir haben hier den Flaschenpreis von um die 700 €. So genau kann ich euch den Preis auch leider nicht sagen, es ist nur eine grobe Schätzung. Da Clément von L'Hérault, wie gesagt, die Flasche zwar in Stuttgart dabei hatte, aber er hat so nebenher mal geguckt, weil ich ihn gefragt habe, was kostet da so eine Flasche? Wenn sowas so super schmeckt, muss ich wissen, was er kostet. Aber er konnte es nur so ganz grob sagen, also ja, so roundabout 700 € eben. Soweit die Infos, ab ins Tasting. Ja, ich bin natürlich extrem gespannt, Gänsehaut, absolut. Ist doch was sehr Besonderes, ein solch altes Getränk hier auf dem Tisch stehen zu haben. Es ist immer wieder bezaubernd. Farbe, ja, also es ist ja wirklich schon fast ein schwarzer Kaffee, den wir hier so gefühlt auf dem Tisch stehen haben. Unglaublich dunkles Braun, leichtes Schwarz schon fast, so ein Sepia-Braun ist es für mich in dem Fall. Und wir gucken jetzt erstmal auf die Aromen. Wow, alt, richtig alte Aromen. Unglaublich viele Trockenfrüchte. Oh, also diese Nase ist schon so mundwässernd, Wahnsinn. Rosinen, getrocknete Pflaumen, aber auch getrocknete Kirschen. Also sehr viel Komplexität. Sehr viele Trockenfrüchte drin, aber auch so ein bisschen so eine Haselnuss-Essignote ist drin. Toll, ich habe immer gerne zur Weihnachtszeit, wenn es zum Feldsalat, bei uns es gibt so einen Essigladen und da gibt es immer so einen Haselnuss-Essig und das ist diese Assoziation, die ich jetzt hier habe bei dieser Nase. Und er erinnert mich extrem an einen richtig schönen alten Sherry. Also da hat er auch so ein paar Assoziationen, die er bei mir jetzt hervorbringt. So ein bisschen eine Schwarzteenote so angedeutet in Form von so einem Darjeeling oder so einem Earl Grey Tee. Richtig toll. Wir probieren mal Santé. Wow. Absolutes Endlevel. Wahnsinn. Also ich durfte ja doch auch schon immer wieder, wenn ich mal in der Cognac-Region unterwegs war, Pinot de Charente probieren. Helle, dunkle, das ist wirklich nicht zu überbieten. Geschmacklich ist es süß, unglaublich süffig. Der Pinot ist im Mund und man möchte die Aromen erfühlen, aber nein, man wird quasi wirklich dazu gezwungen, den Pinot runterzuschlucken, weil er einfach so lecker ist. So süß, so bappig, ja schon wie so eine Art Bonbon, wo man im Mund hat, so ein richtig süßes Bonbon. Rosinen, es ist eine richtige sirupartige Konsistenz hier im Mund, Wahnsinn, so ein schwarzer Holunderblütensirup vielleicht, ein bisschen was an Walnussöl, eine Holzpoliturnote ist noch im Geschmack dabei und im Abgang ist es natürlich jetzt nicht bei dem Alkoholanteil ein sehr langer Abgang, natürlich nicht,
aber dennoch auch hier unglaublich schön. Das setzt sich so ein bisschen fort, dieser alte Trend, auch dann hier so ein bisschen im Abgang, ein bisschen was an Rosinen, ein bisschen Balsamico-Essig kommt nochmal dazu, auch nochmal ein bisschen was vielleicht von diesen getrockneten Kirschen. Ja, so am Gaumen bleibt so ein bisschen was von getrockneten Kirschen übrig und vielleicht noch ein bisschen was von der Milchschokolade wäre noch an der Stelle für mich dabei. Ja, müssen wir gerade nochmal probieren, sorry. Wahnsinn, boah. Ich bin einfach nur sowas von begeistert von diesem wunderschönen Pinot. Zugegeben, ich habe jetzt nicht unendlich viele alte Pinot schon probieren dürfen. Es ist auch für mich mit so bisher das älteste, was ich an Pinot hatte. Ich hatte auch schon sehr alte Pinot probieren dürfen, aber 75 Jahre ist für mich, glaube ich, jetzt auch tatsächlich der Rekord. Und alt heißt ja nicht immer automatisch gut, aber hier ist alt einfach nur wow, mega, unglaublich. Wie kann man solch ein schönes Produkt überhaupt herstellen? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich, ich wüsste auch gar nicht, wo ich jetzt irgendwie ansetzen soll zum Kritisieren. Also kann man einen Pinot besser machen? Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Es ist quasi ein perfekter Pinot. Natürlich hat er seinen Preis, aber Leute, 75 Jahre alt, das muss dann halt auch einfach ein bisschen Geld kosten. Und klar, jetzt ist die Frage, kann man sich so eine Flasche zulegen? Ich weiß es nicht. Wenn man sich eine Flasche zulegt, dann muss man ja schon überlegen, was man damit macht. Denn es ist ein niedrigerer Alkoholanteil, wie jetzt bei einem Cognac oder einem Armagnac. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Halten sich eurer Meinung nach solche Pinot länger, auch wenn sie mal offen sind? Klar, man könnte einen Parafilm drum wickeln zum Beispiel, dass noch weniger Sauerstoff drankommt an den Inhalt. Aber was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Wie lange kann man einen offenen Pinot halten? Im Kühlschrank vielleicht dann auch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, ob ihr da schon mal eine Erfahrung gemacht habt. Aber um nochmal ganz kurz auf den hier zurückzukommen, es ist wirklich Perfektion. Meiner Meinung nach kann man es nicht besser machen und das wird sich jetzt auch dann in den Punkten widerspiegeln. Wir haben für die Nase 24,5 und geschmacklich, es ist absolute Perfektion, für mich geschmacklich sensationell, unbeschreiblich, wie man sowas hinbekommt, 25 Punkte. 24 für den Abgang und ich gebe nochmal 24,5 für den Gesamteindruck, weil er einfach komplett überzeugt auf der ganzen Linie und ich auch dann den Preis irgendwo fair finde. Und dann haben wir am Ende 98 Punkte für diesen Pinot. Es ist ein unglaublich toller Pinot, ein Wahnsinnsgetränk. Es ist ein bisschen was übrig, das werden wir auf jeden Fall nachher auch noch trinken. Es ist ein Traum, es ist, ja, man kann es einfach gar nicht beschreiben. Also, falls ihr am Armagnac Festival in Stuttgart war, erzählt mir mal, habt ihr den probieren können? Es kommt auch noch der schöne Gong dazu. Oder seid ihr vorbeigelaufen, habt vielleicht auch gar nicht mitbekommen, dass der auf dem Messestand war von L'Hérault. Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, wie da euer Eindruck ist, solltet ihr ihn probiert haben. Und falls ihr mal dem irgendwo vorbeilauft, sei es jetzt auf irgendeiner Messe oder sonst irgendwo, oder vielleicht seid auch mal irgendwann bei L'Hérault direkt, dann müsst ihr den probieren. Wenn er da eine Flasche zufällig dabei hat oder offen ist, probiert ihn. Es ist wirklich, er muss probiert werden, geht gar nicht anders. Ja, wir sind am Ende vom Review. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Lasst mich auch mal gerne wissen in den Kommentaren. Würdet ihr euch in Zukunft auch mal noch gerne ein paar Reviews zu Pinot de Charente Abfüllungen wünschen? Oder ist es eher so eine Nische, wo ihr sagt, da könnt ihr euch jetzt gar nicht so anfreuen oder interessiert euch jetzt weniger? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ich würde auch gerne natürlich eure Wünsche entsprechend dann auch hier reviewen und jetzt nicht nur immer meine Wünsche, sondern auch dann natürlich auch was ihr euch wünscht, hier auf meinem Kanal zu sehen. Und wir zwei sagen eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.